Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Querfurt und speziell in diesem Video geht es um Ritterorden und wie diese die Menschen geprägt haben vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Der Ausstellungsbereich auf der Empore widmet sich den geistlichen Ritterorden, die noch heute existieren. Hier findet man Informationen zum Deutschen Ritterorden, dem Malteserorden und dem Orden vom Heiligen Grab von Jerusalem. In einer kleinen Mönchszelle wird der Alltag eines Kreuzritters im Mittelalter dargestellt. Zwar gründeten sich die bekanntesten Ritterorden wie der Templerorden, der Deutsche Orden im Zusammenhang der Kreuzzüge, dennoch sind Ritterorden viel mehr als kriegerische Vereinigungen im Kampf für das Christentum. Seit ihren Anfängen besaßen sie zwar einen militärischen Charakter, nahmen aber auch karitative, verwaltende und kulturelle Aufgaben wahr. Bis heute wirken die zahlreichen Ordensgemeinschaften mit ihrer Traditionspflege und ihrem sozialen Engagement als unverzichtbare Elemente in unsere Gesellschaft hinein. Brun der Heilige wurde um 974 in Querfurt geboren. Er war ein deutscher Erzbischof und Missionar und der zweite christliche Apostel und Märtyrer bei den heidnischen Prussen. Im Jahre 997 berief ihn Kaiser Otto III. In seine Hofkapelle, gerade zu der Zeit, als der Tod des Adalbert von Prag den Kaiser heftig bewegte. Brun begleitete Otto III. Auf dessen zweiter Reise nach Italien, um dem heiligen Adalbert nachzueifern. Im Amtshaus findet man Informationen zum heutigen Wirken der Ritterorden im historischen Rahmen einer Bibliothek. Ausgewählte Exponate wie Uniformen, Orden und vieles andere mehr nehmen mit auf eine Reise in unbekannte Welten, aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Hier sieht man den heutigen Andachtsraum des Ritterordens des Heiligen Erlösers von Montreal. Als Herzstück dieses Raumes wird ein Tischaltar aus der Werkstatt Lucas Cranach des Älteren gezeigt. Alfonso I. von Aragon gründete im Jahre 1118 den Orden in Montreal del Campo mit dem Ziel, die Muslime an der Grenze von Aragon zu bekämpfen und den Seeweg ins Heilige Land freizuhalten. Der Sitz war die neue Stadt Montreal, die im Jahre 1124 gegründet wurde. Im 15. Jahrhundert verließ der Orden Spanien. Zu dieser Zeit legte der Orden auch seine Waffen nieder und wurde erst zu einem Hospizorden und schließlich zu einer Art Akademie, wo jeder hinkommt, um sein Wissen einzubringen, zugunsten aller. Dieser Orden hat heute seinen Stammsitz auf der Burg Querfurt. Die ersten Vorläufer der Ritterorden liegen in Westeuropa, vor allem in Frankreich und Spanien. Diese entstanden als Zusammenschlüsse von Ritter im Kampf gegen Ketzer, also von der offiziellen Kirche abweichende. Es handelte sich bei den Bruderschaften dabei um Laien, weil sie kein geistliches Gelübde ablegten und nicht in klösterlichen Gemeinschaften lebten. Nur einzelne Bruderschaften entwickelten sich im Laufe der Zeit zu Ritterorden nach heutigem Verständnis. Während die Orden im Heiligen Land vor allem zum Schutz der Pilgerrouten und zur Wiedereroberung der heiligen Stätten agierten, verstand man sich in Spanien und Portugal in der Nachfolge des Reiches und hatte somit das Ziel, das eigene Land zu verteidigen bzw. verlorenen Besitz von den Muslimen zurückzuerobern. Unter dem Begriff Kreuzzüge werden im Allgemeinen die nach dem Aufruf des Papstes einsetzenden Eroberungszüge in das Heilige Land zusammengefasst. Neben zahlreichen kleineren Unternehmungen sind es vor allem die 7 großen Kreuzzüge, die zwischen 1096 und 1270 nach Jerusalem aufbrachen.
Vor allem der erste Kreuzzug, an dessen Ende 1099 die Eroberung Jerusalems stand, sowie der dritte Kreuzzug unter der Führung von Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Philipps II. Von Frankreich und Richard Löwenherz haben den Verlauf und spätere Geschichtsschreibung der Kreuzzüge am nachhaltigsten beeinflusst. 1118 wurde der Templerorden von 9 französischen Rittern auf dem Tempelberg in Jerusalem gegründet. Der Templerorden gilt als erster geistlicher Orden, der die Ideale des abendländischen adligen Rittertums mit den Regeln des Mönchtums verband. Als militärische Elitetruppe unterstand er direkt dem Papst. Im Zuge einer Intrige des französischen Königs Philipps IV. Des Schönen wurde der Templerorden am Freitag, dem 13. Oktober 1307 angeklagt, alle Templer in Frankreich verhaftet und Ordensbesitztümer eingezogen. Die Prozesse zogen sich mehrere Jahre hin und der Großmeister fand seinen Tod auf dem Scheiterhaufen in Paris am 18. März 1314. Der Templerorden wurde aber niemals aufgelöst und existierte im Verborgenen weiter. Er wurde in einen Laienritterorden umgewandelt. Der Orden unterstützt heute humanitäre Einrichtungen und Organisationen, die sich in der ganzen Welt um Menschen in Not kümmern. Die Geschichte, Spiritualität und die Kultur der Ritterschaft soll bewahrt werden. Mit der Gründung der höfischen Orden im Verlaufe des 12. Jahrhunderts wurde es üblich, dass auch Frauen offiziell in die Orden aufgenommen wurden. Zunächst waren dies Ehefrauen und Töchter der Herrscherfamilien bzw. die Frauen befreundeter Adelshäuser. Später wurden auch Frauen ohne familiäre Zugehörigkeit in die Orden aufgenommen. Es gibt sogar mehrere Beispiele, in denen Frauen das Amt des Großmeisters der höfischen Orden übernommen haben. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die Ritterorden der englischen Krone, denen zu ihren Regierungszeiten Königin Victoria und zuletzt die Königin Elisabeth II. Vorgestanden haben. Im Laufe des späten Mittelalters entwickelten sich in Europa neue Formen von Ritterorden, die seither neben den traditionellen geistlich-militärischen Orden bestehen. Diese Orden verstanden sich als weltliche Ritterorden, die aus Veranlassung regierender Häuser des Hochadels nach dem Vorbild der geistlich-militärischen Ritterorden entstanden sind und König Artus legendärer Tafelrunde nachempfunden waren. Kennzeichnend waren ebenfalls ein Ordenleben nach festen Grundsätzen, das Tragen von Ordenstrachten bei feierlichen Ordenstagen sowie das Verwenden von Ordenszeichen. Einer der wichtigsten Orden ist der englische Orden des Heiligen Georg, genannt der Hosenbandorden von 1350. Der englische König Edward III. Stiftete den Hosenbandorden laut dem Adelshandbuch im Jahr 1344. Offiziell bekannt gegeben wurde er am 19. Januar 1348. Es war die Zeit des 100-jährigen Krieges zwischen England und Frankreich. Der Orden war König Artus legendärer Tafelrunde nachempfunden. Edward versuchte mit diesem Orden die wichtigsten Ritter des Königreichs fester an sich, den König, zu binden. Zu den ersten Ordensrittern gehörte sein Sohn Edward of Woodstock, genannt der Schwarze Prinz. Zeit seines Lebens war er bekannt für seine Ritterlichkeit und Tapferkeit im Kampf. Er galt als gefürchteter Heerführer im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England und war in dieser Zeit eine Art Nationalheld. Historiker sehen in Balduin von Luxemburg eine der hervorragenden Persönlichkeiten der deutschen Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts. 1338 ist vermutlich das ereignisreichste Jahr in Balduins reichspolitischer Tätigkeit. Nach einer Zusammenkunft der Kurfürsten nahe Koblenz erklärten sie, dass die Wahl eines von ihnen gewählten deutschen Königs nicht mehr durch die Zustimmung des Papstes bestätigt werden müsse. In gleicher Zeit
bildete sich eine Allianz von Kaiser Ludwig und dem englischen König Edward III. Gegen Frankreich. Edward erhob unter Berufung auf seine Abstammung Anspruch auf die französische Krone. Auch Balduin war an dieser Allianz beteiligt. Die Unterstützung Edwards durch Kaiser und Kurfürsten soll schwach gewesen sein, auch weil der englische König seine vereinbarten Zahlungen nicht einlöste. Feste Rituale prägten die mittelalterliche Tafel. In der Mitte der Tafel saß der Burg- oder Hausherr. Die übrige Tischgesellschaft, Kirchenmänner, Edelleute und Familien, tafelten entsprechend ihrer Rangfolge zur Rechten und Linken. An der herrschaftlichen Tafel tischte man vor allem Fleischgerichte vom Schwein, Rind, Schaf und Ziege auf. Wildbret kam nur selten auf den Tisch. Diener servierten die Speisen. Getrunken wurden vor allem leichte Weine, später auch Biere. Wasser aus den Zisternen wurde mit Wein, Süßholzsaft und Honig gemischt, um den abgestandenen Geschmack zu überdecken. Zwischen den Mahlzeiten dienten kunstvoll gestaltete Gießgefäße zum Waschen der Hände. Bei besonderen Anlässen umrahmten Gaukler, Musiker und Dichter die sich manchmal über mehrere Stunden hinziehenden Gelage und Bankette. Das Essen mit Gabeln war zu jener Zeit unüblich. Man aß mit Löffel, Messer und Fingern. Große Brotscheiben dienten beim Essen als Teller. Der Ordensmeister saß mit den Ordensbrüdern gemeinsam am Tisch. Alle aßen und tranken die gleichen Speisen und Getränke. Das Essen wurde durch Gebete der Priesterbrüder eröffnet. Während des Essens wurde eine Tischlesung gehalten und die Brüder hatten zu schweigen. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viele spannende Details über die Burg Querfurt erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!